Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von This is the Police. Lehrer steht für Rassentrennung ein. Jetzt Dekan. Oh. Unverbilligen Autorennen im Stadtzentrum. Tja, Karma. Dressed in Blood. Film wegen extremer Gewalten nicht in lokalen Kinos. Sick. Yeah, a box of Caesars. With that outfit, I could see you coming a mile away, Mr. Boyd. Ah, Mr. Chaffee. Knowing your love of theatrics, I was afraid you'd keep the mystery surrounding the dentist going Ach, for at least another day or two. What could you mean, Mr. Boyd? Well, it's true. Robespierre does have a passion for mystery and the dramatic. But there's no need to confuse the actor with his character. For you, I'll play the hurried businessman who likes to cut to the Oh, und chase. er hat's gerade That's confirmed. not quite me either, but though this mask I wear is quite a burden, I have long grown used to it. Besides, I don't want to distract you from your 180-day quest, not for a second longer than necessary. My, is half your time already up? You simply cannot imagine, Mr. Boyd, the painstaking work I've done to cultivate this maniac image. I turn to such literature the likes of which I wish I never knew. If our law enforcement agencies possessed even the slightest aesthetic sense, they would have instantly seen the game for what it was. And the postcards. What can I say? And if the real dentist turned up again at the wrong moment, I don't imagine lunatics take kindly to imposters. The dentist died of a heart attack last spring while he was sunbathing on the beach. I discovered this quite by accident, from a university friend, a therapist. It was he who convinced the dentist to stop killing, by the way. Why the murders? Dachte ich mir. Obviously, they'd all been raped by Rogers. It would have been much easier to just get them to talk. Mr. Boyd, the last thing I want is to appear a brutish butcher. I spent enough time on these women to know they were no use to me alive. Not sure if I should be ashamed to say it, but Stuart Rogers far surpasses me in his ability to intimidate people. Apparently, such things only come with experience. But murder? For that I truly do feel ashamed. It's a burden I shall have to bear for the rest of my days. But sadly, it's not my greatest shame. What could be more shameful? To frame an innocent woman for such terrible crimes? What? Are you unhappy with a woman cast as the serial killer? Firstly, I'd say Dear Jordan adds a certain grace to the whole sordid story. And second, of all the people I hold in my debt, she's the strongest. And not just physically. Third, she had good reason to settle her debt with me as quickly as possible. Without going into details, I'll just say that she's a very, very caring mother. Do these taste good? Had we met earlier, Mr. Boyd, I would have shown you a far more refined pleasure, one without such an unpleasant smell. I'm afraid to even imagine what you count as pleasures, Mr. Chaffee. Fountains of blood in the city square? Mr. Boyd, you're not listening to me at all. I didn't take any enjoyment from the killings. Everything I've done was of strict necessity. I couldn't make Jordan kill all the women that Rogers raped. That would have been excessive. If I had made her kill them all, you'd be rather upset, no? I can't say I fully understand your plan, Mr. Chaffee, but you've given me more than enough reasons to arrest you. Yes, but allow me to counter them with one good reason not to. I think you mentioned you dined here once? Yes, not the best restaurant in town. And maybe you're just not familiar with the full range of our services.
When I inherited this tasteless place from my father, I knew I could never make it into an exquisite restaurant. Instead, I accentuated the atrocity of it all, an aesthetic of a different kind. Now I even live here. To me, this complex is like a microcosm of Freiburg. But we're not here to talk about that. At school, I read a French novel whose name doesn't need mentioning, and I read many amazing things. It seems that in Paris, just before the Revolution, certain places were quite popular. People of wealth and taste visited from the city, shed their luxurious coats, peeled off their white gloves, and with the help of the local farmer, they brutally stabbed a hole in a bull and decorated themselves with the splattering blood as they prepared a large piece of meat for the fire. In the bull's suffering, these effeminate aristocrats found a perverse sort of pleasure. Now I make these pleasures available to the people of Freiburg. I will be honest with you. People who pursue such cruelty truly are crazy. But what is interesting? The best steaks are cut from the tender meat of young bulls. 11 months is just right, beautiful, healthy, full of strength. But these wealthy degenerates who pay $7,000, so our experts will show them where to plunge the blade for maximum effect. Even they don't have the spirit to slaughter the young bull. The thought never enters their minds. They look into the eyes of the healthy animal, bursting with energy, and they quickly shuffle past. As if by instinct, they are drawn to the old, weary, fading bulls. And then, with terrible smiles on their faces, they chew through tough steaks that taste of burning rubber. They feel that they're doing something real with their own hands, a sort of natural selection, as if they're agents in the natural process. And then, with terrible smiles on their faces, they chew through tough steaks that taste of burning rubber. They feel that they're doing something real with their own hands, a sort of natural selection. But nature also teaches us that the old beast, unable to fend off any threat, might yet survive if it cowers in a dark corner and pretends it doesn't exist. Then, perhaps, the young predator will pass. Mr. Scott will drive you back. I'm late for an appointment. Mr. Boyd, you won't believe it, but the person I just got... Seems like I'm pretty popular these days. By the way, Mr. Boyd, I've got to ask, why $500,000? Go fuck yourself, Troy Starr. Oh, okay, das war eine ziemlich lange Zwischensequenz. Egal. Guten Morgen. Mr. Boyd, ein Wahnsinniger hat die Stadt 2 Wochen lang terrorisiert und sie haben nichts dagegen getan. Also ich habe am Anfang was dagegen getan, aber dann wurde mir der Fall entzogen. Just saying. Was wäre aus Spielberg geworden, wenn die Bundesagenten nicht auf den Plan getreten wären, um den Zahnarzt zu verhaften? Huch. Die Situation war komplett unter Kontrolle. Wir haben hinter den Kulissen gearbeitet. Die Bundesbeamten sind nur hier, um den Ruhm abzugreifen. Hell ja. Die Stadt verfiel nach ihrer Pressekonferenz zum Zahnarzt in Panik. Warum haben sie nicht etwas sorgfältiger darüber nachgedacht, was sie sagen würden? Was? Ich hätte was anderes sagen können. Panik ist... Warte mal. Wie ist der Spruch? Vorsicht ist besser als Nachsicht, I guess. Ich habe nur die Fakten genannt. Ich bin kein Journalist und werde auch nicht dafür bezahlt, die Wahrheit zu verdrehen. Oh, Shots feiert. Nach einem solchen Versagen würde jeder Beamte mit einem Funken Anstand zurücktreten. Was haben Sie vor? Alles klar, Alter. Ich werde weiter das Verbrechen bekämpfen. Die Stadt hat eine Menge Probleme und es ist nicht meine Art von Problemen davon zu laufen. Yes.
Was sagen Sie zu den Gerüchten, dass es eine Beziehung zwischen Bürgermeister Rogers und allen Opfern des Zahnarzt in Spiel gibt? Ich bin beunruhigt. Vor den Gesetzen der Gleichstellung und so weiter. Wir werden dieser Information nachgehen müssen. Oh ja. Es ist so obvious, Mann, dass der Bürgermeister der Mörder ist. Und das war auch, meine Theorie war auch richtig, dass er ein Nachmacher ist. Dass er einfach nur den Namen übernommen hat. Das hat Robespierre bestätigt. Finde ich schön. Jack Boyd, es gibt viele Verbrechen da draußen. Ja, das habe ich nicht unbedingt so gesagt, also zitieren musst du es nicht. Ich habe es zwar nie gesagt, aber gut. Verurteilter Serienmörder Albert Ramirez verklagt Stadt. Alles klar. Berühmte DJs legen auf Dach des Artikusturms auf. Jo, Spruch, den wir schon zum 5. oder 6. Mal haben. Great. Mein Nachbar ist gestorben. Mhm. Der Nachbar ist mir scheißegal. Ich bin müde. Jupp. Ah, sehr gut. Ich schaue eigentlich nur auf die Leiste, ob die grün sind. Bleiben die fix hier. Wenn die betrunken sind, dann gehen die weg. Also dann lasse ich die weggehen. Und wenn es orange ist, dann lasse ich die auch zu Hause. Du hast keinen Tag frei verdient. Nope. Nope. Great. Wie viel einfach frei habe. Okay, darauf bin ich interessiert. Auf das Lied bin ich wirklich interessiert. Ja. Alter. Holy shit. Yeah, nice, bro. Ein weiterer Detective. 400. Okay. Tim Rocket. Schicht A, verstehe. Einmal in Schicht A bitte rein. Warte mal, war das wirklich richtig? 2 und 1 davor, 1 und 1 davor. Nope, das war falsch. Okay, egal. Haben wir halt in Schicht A viele Detectives. Macht doch keinen Unterschied. Schicht A. Und Gehaltserhöhung. Und Mafia, ihr Anteil. Mit den Angestellten teilen. Einbruch. Hallo, ist da die Polizei? Hier ist Dolores Parks. Jemand ist in mein Haus und ich kann Schritte hören. Mein Mann ist in der Dienstreise und wird erst in einer Stunde wiederkommen. Es muss ein Terrorist sein, der mich ausrauben oder vergewaltigen will. Ich habe in mein Zimmer eingeschlossen. Bro, ich weiß irgendwie jetzt schon, dass es eine Fehlmeldung ist. Komm. Wahrscheinlich ist ihr Mann einfach nur die Stunde, die er später kommen hätte sollen, früher gekommen. So hella obvious, Mann. Ach, im Stadtverwaltung. Unerlaubte Versammlung. Es hat eine Menge der Stadtverwaltung versammelt, die die Legalisierung von Euthanasie fordert. Die Demonstranten riefen mein Leben, mein Tod, meine Wahl. Angestellten der Stadt haben berichtet, dass die Demonstranten selbst die Malte Schilder mitgebracht haben und Protest friedlich abläuft. Okay, es läuft friedlich ab, gut. Schön zu wissen. Was soll ich jetzt genau da tun? Die niederknüppeln oder was? Hey, es war eine Fehlmeldung, wie ich es gedacht habe. Wie ich es mir gedacht habe. Gut. Verdächtige Person, ein Bibliothekar. Ronaldo Bone berichtet, dass ein junger Mann in die Bibliothek gekommen ist und nach Büchern wie über Chemie und explosive Substanzen gefragt habe. Also wenn der Chemie lernen will, dann will ich ihn nicht stören, ne? Sowie nach Veröffentlichung zu extremistischen Weltanschauungen. Viele der Bücher, die er wollte, sind verboten. Der Typ sah gruselig aus. Bei seinem Blick ist mir kalt über den Rücken gelaufen. Nice.
Nice, nice, nice. Und Bericht. Geregelt. Ohne Probleme, wie ich es mir dachte. Und auch was Bericht. Oh, sobald der Verdächtige die Polizei sogar ein Messer aus der Tasche packte den Bibliothekar und rief: Du hast die Bullen gerufen? Oh, Taser? Und sie ist auf zu schreien. Wir sind in der Bibliothek. Was? Oh mein Gott, wieso habe ich den coolen Spruch gemacht? Idiot. Polizeichef Bauer, ich vertrete einen privaten Mülldienstleister, der gerne einen großen Auftrag der Stadt an Land ziehen würde. Wir bereiten eine Präsentation vor und würden gerne Unzugänglichkeit der Polizei, Ausbildung demonstrieren und Interesse der öffentlichen Sicherheit. Bitte verstehen Sie, dass es rein geschäftlich ist. Wir wollen alle davon profitieren. Geben Sie uns ein paar Stunden mit Ihren schwächsten und faulsten Leute. Ich verspreche Ihnen, die Firma wird Ihnen schuld stehen. Die schwächsten und faulsten Leute sind unterwegs. Die haben irgendwie fast nie einen Einsatz, weil die so schlecht sind. Nehmen nur die Besten. 2 Aufträge hat er bis jetzt. Mois. Wie viel hat der andere? 9, Alter. Okay. Verdächtige Person, Gemeindemitglied Mana Bush, hat ihren Weg zur Kirche eine Gruppe seltsam gekleideter Teenager angegriffen. Denn sie sein Kostüm hergerannt haben, mit Stöcken gekämpft und wie Roboter geredet. Vielleicht sind diese verrückten Jugendlichen aus einer Nervenklinik ausgebrochen. Das ist eine Fehlmeldung. Das ist eine gottverdammte Fehlmeldung. Aber ich gehe trotzdem hin, weil ich ein Polizist bin und einfach helfen muss. Auch wenn es eine Fehlmeldung ist. What? Achso, plus 20. Okay. Die Leute sind wie Maschinen, die haben unseren Boden aufgewischt. Aber wir haben eine Menge gelernt. 20 Minuten mit den Jungs sind besser als ein ganzes Jahr mit der Polizeischule. Mr. Cottel sagt, es wäre mit unserer Vorstellung zufrieden und hat kostenloses Training mit dem Ausbildungszentrum angeboten. Was denken Sie? Klar. Ja, geht's hin. Oh, dieser Regen, es ist so angenehm. Dieser Regen, dieses Gewitter. Jo, dachte ich mir. Oh, dieser Regen, es ist so herrlich. Mord, Gladys Shell wurde über einen Kommentar ihres Kollegen Matthew Toland so wütend, dass sie sich selbst einen Tacker geschnappt hat und anfing, mit dem Kopf zu schlagen. Oh. Ihm hat dann Michelle laut geschrien, und auch die Sekretärin angegriffen. Sie hat einen Nervenzusammenbruch. Bitte beeilen Sie euch. Sagt der Arbeitgeber, der Verdächtige auch. Der auch angerufen hat. Nice. Genau, ist alle. Los geht's. Nein! Dass ich nochmal drücken kann, Freundchen. Drogenschmuggel. Gerade gegen warnen Hinweis. Eine große Ladung kolumbischer Kaffee wird gerade gelöscht. Yes. Oder Insekten mit Kaffeebohnen werde Heroin reingeschmuggelt. Nur ein paar Wachen sind beim Abladen zugegen, sollten sie also ohne Kampf ergeben, wenn die Polizei geschlossen anrückt. Mois. Let's go, there, let's go. What the fuck ist los? So viele Fälle, Mann. Ich komme damit nicht klar. Eine ältere Dame, Cornelia Davis, hat im Rande der Hysterie angerufen. Kommen Sie schnell. Ich bin ausgeraubt worden. Die kleinen Bastarde haben mir einen Schatz geklaut. Okay. Bin sofort da. Zwar nicht ich persönlich, aber meine Leute. Ich komme sofort. Hey, ja. Sind gleich zur Stelle. Gleich. Alter, sind alle weg gerade. Die Frau hat am zweiten Tag ergriffen. Ohne Hände sieht sie Tucker wie eine tödliche Waffe aus. Taser?
einen ordentlichen Schlag ans Kinn verpassen. Oh, sweet. Blut unterlaufenden Augen schauen und versuchen sie zu beruhigen. Ein Schlag auf den Kinn. Oh Gott, danke, Alter. Holy shit. Verstärkung, ja, wir haben keine Verstärkung bereit, sorry. Drogenschmuggel. Kette gefasst, Beamter versehrt. Zivilisten unversehrt. Gefundene Beute, Kokain. Von der Mafia verkaufen lassen. Raub. Oh, yep, yep, yep. Oh wow, dämlich. Lärmbeschwerde. Ein respektabel klingender Mann mit verschlafener Stimme hat angerufen und sich darüber geklagt, dass Feuerwerk direkt vor seinem Haus gezündet wurde. Die sehen aus wie Penner, aber sind eine riesige Tüte voller Böller. Okay. Zerstörung von Privateigentum. Patricia Barker gibt durch, dass ungefähr 10 Leute mit seltsamer Ausrüstung auf ihrem Bauernhof aufgetaucht seien. Sie sollen eine Weile rumgelaufen sein und ein großes Loch ausheben. Ihr Mann war nicht davon angetan, einfach Fremde aus seinem Land herumwerkeln zu lassen. Aber sein Versuch mehr zu Ende mit einem Kampf. Der Bauer wurde schwer verprügelt. Okay. Aber ich muss kurz warten, bis die Leute da sind. Jetzt noch nicht. Jetzt noch immer nicht, weil ich zuerst den anderen Fall anmerken wollte. Great. Okay, du und du. Los. Und jetzt du. Du und nicht du. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich direkt noch ein Fall, den ich nicht annehmen kann. Weil Joel alleine ist. Ja. Und alleine geht er bestimmt nicht irgendwo hin. Der geht bestimmt nirgendwo hin alleine. Hurra. Alter, ich bin so müde. Was ist los? 3 betrunkene Männer wanken über die Straßen, zünden Feuerwerk an und werfen es umher. Als Polizisten sehen, zieht einer von ihnen einen Böller vor und verdächtigt nach Dynamit auf sie zündet die Zündschnur an. Mit einem Taser auf den man zielen. Okay, man wirft so eine Sprengsel. Cooler Böller, so einen habe ich noch nie gesehen. Taser auf ihn zielen. Der Mann wirft den Sprengstoff einem seiner Freunde zu. Die Zündschnur ist nur zur Hälfte abgebrannt. Oh. Wenn ich das mache, ist er tot. Den Taser gegen den Mann in Sprengstoff wenden und dann schnell die Zündschnur löschen. Oh Gott, das ging sich aus. Ja, nice. Ach man. Tiere gefasst, Beamte unversehrt. Great. Great. 3 Tage, 2 Tage? 3 Tage, okay. Perfekt, perfekt. Und dann Tag beenden. Tag beenden. Speicherpunkt, okay. Dann beende ich die Folge. Bis zum nächsten Mal.